Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir an diesem Event teilnehmen dürfen. Mein Name ist Serkan Sarakus. Ich werde Ihnen heute ein Stück weit die Automatisierungsgeschichte der Postbank etwas näher bringen. Dazu muss ich dazu sagen, ich bin von der BCB AG. Das ist eine Tochtergesellschaft der Postbank. Die BCB ist im Grunde ein führender Full-Service-Anbieter für das Thema Multipayment in Deutschland. Wir verarbeiten jährlich circa 6,5 Milliarden Transaktionen, die STP, also Straight-Through Processing, dunkel durchlaufen und nicht von uns verarbeitet werden müssen, haben circa 100 Millionen Aufträge, die dann von uns noch verarbeitet werden müssen, weil sie vielleicht in ihrer Struktur falsch bei uns eingeliefert worden sind. Die BCB verantwortet in der Gruppe, also in unserem Konzern, die Postbank und die Deutsche Bank als Zahlungsverkehrsdienstleister und nebenbei haben wir auch noch die Mandanten Hypo-Vereinsbank und die HSH Nordbank. Ja, aktuell in der BCB noch ca. 1500 Mitarbeiter, betrachtet auf das Jahr 2017. Backoffice übergreifend kann man davon ausgehen, dass wir ca. zwischen 4.500 und 5.000 Mitarbeitern derzeit in der Anstellung haben. Ich werde Ihnen sagen, warum war RPA für uns überhaupt relevant, warum ist es interessant gewesen für uns und wie weit sind wir jetzt eigentlich in den letzten 2 Jahren damit gewachsen und dann auch ein Stück weit so ein bisschen den Ausblick, wo wollen wir damit hin, was wollen wir mit RPA erreichen und was können wir vielleicht sinnvoll miteinander verknüpfen, damit wir in Zukunft einfach einen Mehrwert aus der gesamten Automatisierungsgeschichte erhalten. Und in der Postbank ist das Thema Automatisierung so ein bisschen bottom-up entstanden. Das heißt, wir haben uns in den Backoffice-Einheiten zusammengesetzt und haben uns gewissen Fragen, Herausforderungen gestellt und haben für uns überlegt, was wollen wir denn eigentlich, wohin wollen wir in Zukunft mit unserem Unternehmen hin wachsen. Und deswegen haben wir das Thema Bottom-up aufgezogen, weil wir gesagt haben, okay, in den Backoffice-Einheiten glauben wir, dass das höchste Potenzial zu finden ist, werden dort in den Bereichen rund um Human Resources, Risk Controlling etc. auch mit den Themen Robotics andocken. Aber wie Sie sehen, ganz klassisch aus der Backoffice-Perspektive Bottom-up in den Konzern hinein, anstelle das Ganze vielleicht auch top-down aus der Zentrale heraus runterzubrechen. Wir haben schwerfällige IT-Systeme, dadurch bedingt, dass einfach sehr, sehr viele Silos entstanden sind. Die Architektur und Infrastruktur ist in den letzten Jahren unglaublich schnell gewachsen. In der Zeit hatte man wenig Möglichkeiten, diese Themen so zu harmonisieren, dass man beispielsweise die Komplexität gesenkt hat, dass man Funktionalitäten aus 3, 4 verschiedenen Systemen in ein System gepackt hat, damit man einfach am Ende eine Anwendung hat, die Funktionalitäten tatsächlich auch beinhalten. Aber was ist denn letztlich Digitalisierung? Dieser Begriff ist subjektiv vorbelegt bei jedem von Ihnen. Jeder kennt Digitalisierung in einem anderen Umfeld, in einem anderen Umfang, mit anderen Funktionalitäten. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich Digitalisierung für uns? Wir haben es für uns so definiert, Sie sehen den Satz, der derzeit abgebildet wird, dass wir gesagt haben, die Automatisierung ist ein wichtiger Teil der Digitalisierung. Also lasst uns doch erstmal unsere Prozesse vollständig automatisieren, beziehungsweise den Automatisierungsgrad auf ein Level heben, der es uns dann erlaubt, mit einem sehr guten Setup in neue Themen einzusteigen und nicht als einem schlechten Prozess einen digital schlechten Prozess zu machen. Insofern die Definition für uns Optimierung von Geschäftsprozessen zur Steigerung des Digitalisierungsgrades. Insofern haben wir gesagt, wir brauchen definitiv eine Softwarelösung, die es uns erlaubt, agil, flexibel, release-unabhängig, sofern möglich, auf Gegebenheiten zu reagieren, die wir in der Eigenverantwortung treiben können. Insofern war das Thema Einsatz neuer Technologien wichtig und wir mussten über den Tellerrand hinausschauen und nach Lösungen Ausschau halten, die genau diesem Anforderungsprofil auch entsprechen. So, und tatsächlich existieren Prozesse, da wir dezentral verarbeiten, bei denen wir wirklich Papier ausdrucken, auf den Scanner legen und digitalisieren. Das klingt total absurd, ist aber tatsächlich heute noch nach wie vor gang und gäbe. Und deswegen sagen wir, jedes Stück Papier, das ausgedruckt wird, ist eigentlich ein Stück Papier zu viel. Mindestens der Natur zuliebe. Ja, ganz konkret, welche Ziele sind für uns verbunden mit dem Thema RPA? Wir haben uns ganz eindeutig dafür entschieden, dass wir mit dem Thema Robotics unsere Mitarbeiter im Konzern entlasten möchten. Wir haben Robotics für uns entdeckt und wollten erstmal wissen, was bietet denn der Markt eigentlich und welche Reife besitzen denn die Produkte, die dort angeboten werden. Haben uns das Ganze angeschaut und uns sehr schnell entschieden, dass wir gerne mit dem Hersteller Blue Prism
und den Kollegen von IBM in ein Proof of Concept einsteigen möchten. Genau das sind die Szenarien, die wir abgreifen möchten und umsetzen möchten. Und damit entlasten wir unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir schaffen Freiraum für qualitativ hochwertige Aufgaben. Wir schaffen Freiraum für neue Aufgaben. Und das ist definitiv eine Motivationsschraube. Denn am Ende darf man nicht vergessen, man hört immer den Begriff User Experience, Customer Experience. Für mich gibt es auch die Employee Experience. Sie müssen die Mitarbeiter auf dieser Reise mitnehmen. Es ist ein unglaublicher kultureller Wandel, wenn Sie das erste Mal mit einem Menschen sprechen, der vielleicht nicht mal ein Smartphone besitzt und plötzlich Robotics seinen Prozess ablösen soll. Das sind Widerstände, die völlig berechtigt sind. Also die vorhandene IT-Infrastruktur muss nicht verändert werden. Natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Robotics ist am Ende ein Anwender, wie jeder andere Mensch auch, nur dass er es eben automatisiert, 24/7 und immer in der gleichbleibenden Qualität durchführen wird. Blue Prism-Anwender wissen es, nahtlos. Wir können alles, das gesamte Audit-Trail nachstellen, insofern revisionssicher an der Stelle, bietet die höchstmögliche Nachvollziehbarkeit, damit für uns natürlich absolut sicher im Einsatz. Zeitersparnis für Kunden. Aufträge, die vorher 2, 3, 4 Tage liegen geblieben sind, weil es das Service-Level erlaubt hat, werden heute sofort abgewickelt, direkt. Der Kunde bekommt schneller seine PIN, der Kunde bekommt schneller seine gesperrte Karte wieder zurück. Also all die Themen, die Soft Facts an der Stelle, die dem Kunden zugutekommen. Und die letzten 2 Punkte, natürlich ganz wichtig aus Sicht einer Fachseite, einer Operations-Seite. Die Robotics Factory ist ein Zusammenschluss aus 15 Mitarbeitern, die komplett rekrutiert sind aus der Fachseite. Wir haben nämlich ein Operating-Modell mit unserer IT vereinbart, das lautet: Stellt uns bitte die Hard- und die Software hin, übernehmt den First-Level-Support und den Rest, die gesamte Wertschöpfungskette, bilden wir über die Fachseite ab. Das heißt, von der Identifikation über die Dokumentation, Entwicklung, Test, Abnahme, Produktion und produktiver Betrieb inklusive Pflege, Monitoring, Wartung, alles was dazugehört an der Stelle für die fachlichen Prozesse, liegt auf der Fachseite. Das war ein Novum. Es war auch nicht so einfach. Sie werden es sicherlich kennen, es wird die eine oder andere Mauer geben, die man überwinden muss oder auch durchbrechen muss. Aber wir haben da gemeinschaftlich alle an einem Strang gezogen und haben das Ganze implementiert. Insofern war es für uns wichtig, dass wir nun auf der Fachseite Skills aufbauen, Know-how aufbauen. Und das ist dann auch sehr gut erfolgt. Wo stehen wir heute? Es ist noch im Moment eine Ist-Aufnahme. So, verändert sich natürlich wöchentlich, könnte man im Moment sagen. Wir haben aktuell 40 Roboterlizenzen, heißt 40 Runtime-Resources, die 24/7 agieren können. Die Tendenz ist ganz klar steigend. Das wird dieses Jahr definitiv nochmal an der Stelle einen Impact geben. Wir haben aktuell 30 Prozesse erfolgreich in der Produktion implementiert, werden im Laufe des Jahres weitere 20 bis 25 Prozesse implementieren. Und wir haben eine extrem große Bandbreite von sehr einfachen Prozessen bis hin zu sehr, sehr komplexen, wo wir von weit über 10 Anwendungen sprechen, die miteinander kommunizieren. Im Best Case haben Sie eine E-Mail, die eingeht, in der Arbeitsaufträge enthalten sind. Der Roboter importiert das Ganze, wickelt es ab und schließt das Thema ab. Das ist, sagen wir mal, der einfachste Prozess und da durchgehend gibt es wirklich alles von Zahlungsposten, die teilweise in den 5-, 6-stelligen Bereich gehen. Zum Beispiel zu viel gezahlte Renten werden an den Rententräger zurücküberwiesen. Also die Bandbreite ist schier unerschöpflich an der Stelle aus den Backoffice-Einheiten. Ja, 2018 sehr spannend, weil wir, wie gesagt, die PS auf der Straße haben rund um Robotics und jetzt eben genau an dem Punkt sind, dass wir in dem Thema KI voll einsteigen wollen und die erste Verknüpfung zwischen Robotics und Machine Learning, Big Data herstellen möchten, damit wir einen messbaren Erfolg erzielen. 2019, ich habe keine Glaskugel, aber ich vermute, das Thema KI wird noch weiter wachsen. Das wird uns alle sehr stark beschäftigen in den nächsten Jahren und wir glauben, dass da dann natürlich auch weitere Ausbaustufen enthalten sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick in die Postbank gewähren, in die Themen, die wir gemacht haben und auch Dinge, die wir in naher Zukunft planen und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Herzlichen Dank.